Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 63. Folge von Playmocast. Und in dieser 63. Folge gibt es eine Besonderheit und eigentlich gibt es sogar zwei Besonderheiten. Wie die aussehen, werde ich jetzt sofort gleich mal erzählen. Erstmal begrüße ich die erste weibliche Stimme hier bei uns in diesem Podcast. Nach 63 Folgen haben wir es endlich geschafft. Hallo Sabrina. Einen wunderschönen guten Abend. Freut mich sehr, dass du da bist. Und dann ist natürlich der Jüngste hier im Bunde, der Jüngste, der jemals im Podcast zu Gast war, ist natürlich auch wieder da. Hallo Leo. Hallo. Wir machen heute zu dritt eine Besprechung der Neuheiten. Ich muss da ganz kurz aber sagen, dass wir noch einen zweiten Teil davon machen. Also einen zweiten Teil in einem anderen Spielformat, was ganz witzig ist. So haben wir heute schon mal 12 Neuheiten mitgebracht. Und ich gebe zu, wir sind ein bisschen verspätet, weil die Neuheiten ja schon im Juli auf den Markt gekommen sind, aber wir besprechen die so ausführlich, dass wir diese Lücke dann damit hoffentlich wieder schließen. Genau, heute gibt es 12 Produkte. Dann nächste Woche gibt es dann nochmal 10 Artikel in einem neuen Spielformat, das ich dann nur mit dir alleine aufnehmen werde, Sabrina. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in diesem Spielformat Wohin damit? Wohin damit? Wohin damit? Ich habe hier 5 Kategorien mitgebracht, die wir jetzt fest immer in diesem Spielformat verwenden. Wenn euch ein Artikel gar nicht gefällt, dann packt ihr ihn auf die 5. Also ist das der Nichtschwimmer. Wenn ihr sagt, der Artikel ist eigentlich schon ziemlich schlecht, aber ein paar Sachen gefallen mir dann vielleicht trotzdem gerade noch so, dann ist das die 4, das Seepferdchen. Auf der 3, die Mitte ist Bronze und den Rest kann man sich, glaube ich, dann schon erahnen. Das ist die 2, Silber, und wenn ihr ein Set habt, das ihr richtig, richtig toll findet, bei dem ihr sagt, boah, ich glaube, besser geht's eigentlich nicht, dann packt ihr es direkt auf die 1 in die Goldkategorie. Und wir haben natürlich auch ein bisschen für dich, Leo, David Hasselhoff mitgebracht. Das ist unser Joker. Den Joker haben wir hier öfter schon verwendet. Der hat aber vorher noch keinen Namen gehabt. Jetzt hat er nicht nur einen Namen, sondern auch ein Gesicht. Unsere Joker sind unsere 3 besten Sets, also das Set, was wir am besten finden, wird der Joker. Und mit diesem Joker oder im Plural mit diesen Jokern machen wir dann auch die Spielrunde in naher Zukunft, die dann Joker heißen wird. Wie die aussehen wird, spielt jetzt keine Rolle. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht die Möglichkeit haben, die Folge auf Spotify zu hören und somit kein Video zur Verfügung haben, denn alle Artikel, die wir heute besprechen, auch die Kategorie und den Joker, den könnt ihr da natürlich in dem Video sehen. Genau, wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, Spotify zu nutzen, dann könnt ihr euch die Artikelliste angucken. Der Link zur Artikelliste ist beigefügt und ansonsten, wie gesagt, gerne YouTube nutzen und da auch gerne Feedback hinterlassen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch sagen, wer von uns am Ende den besten Joker mitgebracht hat. Wir gehen mal direkt rein. Und zwar gibt es mit der Produktnummer 71903 den Rettungsturm mit Beach Buggy. Und jetzt weiß ich nicht, wer von euch anfangen will. Sabrina, du bist neu, willst du anfangen? Na, ganz dem Motto Ladies First. Aber sehr gerne. Yes. Lars, möchtest du, dass ich erstmal allgemein aufzähle, was hier so zu sehen ist? Oder soll ich direkt loslegen mit, was mir gefällt oder was mir nicht gefällt? Wollen wir es so machen, dass du erstmal deine Kategorie sagst und dann sagen wir einmal rundherum unsere Kategorie und dann besprechen wir das Set? Ja, okay. Perfekt. Also für mich ist der Rettungsturm auf jeden Fall ziemlich weit oben. Mhm. Oh, ich darf nachher nicht nochmal switchen, oder? Wenn ich den jetzt auf Gold packe Nee. und dann nachher auf Silber. Das ist Nee. schwierig. Sonst wird das Spielformat keinen Sinn machen. Genau. Ja, siehst du, da ist nämlich das Problem. Habe ich nicht verstanden. Deswegen habe ich nochmal gefragt. Okay. Verzeiht es mir, ich bin neu. Okay, ich mache das einfach. Ich darf ja doppelt belegen. Also dann kommt das Set bei mir Klar. auf jeden Fall auf Platz Gold. Oha. Ganz einfach, das bringt super viel mit sich. Ich finde das total clever aufgebaut. Ich finde das ganz spannend mit dieser Figur, die an der Stange quasi
runter kann, damit es so schnell wie möglich auch zu einem Einsatz kommt. Sabrina, jetzt muss ich dich einmal unterbrechen, weil jetzt Ja. bist du schon direkt in der Bewertung Ach und könntest so. damit Leo beeinflussen. Deswegen wollte ich immer ganz kurz deine Position abwarten und dann gehen wir danach in die Besprechung, okay? Okay, alles klar. Gut, meine Bewertung habt ihr ja. Also meine Einordnung meine ich. Meine Einordnung. Ja, ja klar, ja klar. Leo, wie ist bei dir? Oh, es ist ein echt cooles Set, vor allem weil Rettungsschwimmer oder halt das Spielthema, halt das Thema schon echt lang nicht mehr bei Playmobil dabei war. Es ist echt Genau. schon lange her, wo die letzte Rettungsstation da war. Ähm, Mhm. Die Farbe vom Turm gefällt mir jetzt nicht so sehr, Mhm. weil es halt nicht so typisch ist für so einen Turm. Aber Ja. sonst, was sich mitbringt, finde ich auch echt cool. Mit den Mhm. ganzen, mit dem Hund und dem Buggy und so. Ah, ich brauche eine Position, Leo. Aber dann, ja, ich bin auch für Gold. Okay, ich pack's auf Silber. Okay, dann haben wir zweimal Gold, einmal Silber. Ja, Sabrina, geh rein und bewerte los. Genau, also ich habe das auf Platz Gold gepackt, weil dieses Set für mich ganz viel mit sich bringt. Also einmal das Männchen, das quasi so sich an der Stange runterschwingen kann und dann super schnell bei einem Einsatz ist. Finde ich schon mal auch so ein bisschen special. Und dann unten dieses ganze Reparaturset, wenn dieser kleine Strandbuggy oder Strandwagen, oder ich würde schon fast, das ist ja ein Strand-Ferrari, ne, mit der knallroten Farbe. Also der wird ja wahrscheinlich blitzschnell da irgendwie durch den Sand pesen. Na Ich klar. mag, ich mag die Farben, ich mag das Rot. Mhm. Gut, das beißt sich jetzt vielleicht so ein bisschen mit dem Türkis, aber so prinzipiell spricht mich das ja total an. Auch oben, da gibt es ja dieses Brett, wo quasi auch die Notfallnummer draufsteht. Also so ein bisschen auch wie so eine kleine Anleitung und wie man sich Mhm. verhalten sollte. Ich finde, da ist auch an so viele Details gedacht. Da ist im Hintergrund noch der Plan und das Mikrofon, ja, der Schwimmreifen, der Ja. Rettungsreifen, der nicht fehlen darf. Für mich hat das halt alles mit dabei, deswegen verdient er Platz Gold. Mhm. Okay. Leo, wie ist bei dir? Ja, alles wichtig wurde eh schon fast gesagt. Mhm. Ähm, Eben, es sind halt echt coole Accessoires eben dabei. Wie gesagt, die Roger ist echt cooles Special, auch wenn ich glaube, dass er schneller ist, wenn er die Stiegen runterrennt. Ja, auch viel halt im Innenraum vom Turm ist eben viel dabei mit dem ganzen Terminkalender und was da noch alles oben auf der Ja, Wand das ist witzig, ja. klebt. Dann unten die Werkstatt finde ich auch so eine kleine Mini-Werkstatt, finde ich auch eine coole Idee, falls Ja. da mal irgendwas kaputt geht oder so. Mhm. Und ja, ich finde es alles in allem eigentlich ein sehr cooles neues Set, ja. Ja. Ich finde es auch sehr cool, aber reicht für mich irgendwie nicht ganz für oben. Ich finde die Farben richtig geil. Ich finde, die passen sehr, sehr gut zusammen. Das gefällt mir alles schon wirklich extrem gut, muss ich sagen. Ich finde, irgendwie ist ein bisschen wenig da. Irgendwie so ein bisschen Interieur fehlt mir hier. Also das vermisse ich. Unten ist so ein bisschen blank. Werkstatt ist zwar cool, da ist ein paar Teile hängen, so, das ist ganz nett, aber oben finde ich so ein paar Einrichtungsgegenstände wären da irgendwie noch ganz nett, finde ich. Das ist somit das Einzige, was mich stört. Aber wie gesagt, die Farben sind cool und dieses Set, nochmal ganz kurz zur Erklärung aus der MyLife-Serie, 2% des UVPs gehen hier an die DLRG. Also da tut ihr denen auch eine gute Sache, wenn ihr dieses Set kauft. Also ich finde es wirklich cool. Also ich finde es wirklich sehr, sehr cool. Aber ich finde Gold, fehlt noch ein bisschen. So ein bisschen Interieur wäre irgendwie ein bisschen geiler gewesen. Ja. Ja, Oder vielleicht habe ich ja beim zweiten Set ein bisschen mehr Glück. Und zwar gibt es hier mit der Produktnummer 71968 die Kindergeburtstagsparty. Die haben wir auch mitgebracht. Die ist cool, kann ich schon mal sagen. Und Sabrina, weil ich dich gerade zuerst gefragt habe, frage ich dich jetzt zuerst, Leo. Welche Kategorie wird's? boah, ich überlege gerade zwischen Bronze und Seepferdchen. Das Set ist nicht mein Fall, muss ich ehrlich sagen, Mhm. aber dazu später. Ah, ja, ich gebe es zu Bronze. Okay. Sabrina, willst du oder soll ich?
Mach mal ruhig, Lars, darfst. Mhm. Ich gehe mal, ich überlege auch zwischen zwei Kategorien. Und zwar ist es bei mir Silber und Bronze. Und ich finde es ziemlich gut und finde die Idee witzig, obwohl es jetzt nichts Besonderes ist. Aber ich pack's mal, ja, ich pack's auf Silber. Schon ziemlich klar. Ähm, also, ich habe jetzt auch noch ein bisschen gestruggelt, deswegen war ich ganz froh, dass du die Zeit jetzt nochmal für mich überbrückt hast. Hm? Ich packe es auch auf Bronze. Okay. Leo, warum ist es bei dir Bronze und nicht mehr und vielleicht auch nicht weniger? Ja, ich finde es halt einfach, es sind einfach zu wenig, es ist einfach zu wenig dabei. Hm? Weil es ist eigentlich ein sehr trauriger Kindergeburtstag, wenn nur zwei Leute kommen, aber Okay, ja, das ist ein guter Punkt. ja, aber auch die Sachen, die dabei sind, finde ich zu wenig. Hm? Ja, so zum Mitnehmen ist es schon ein cooles Set, so das Haus zu erweitern oder sowas, aber ja, Hm. Okay, fällt ein bisschen dünn aus bei dir, sagst du? ja. Ich finde es halt cool, weil ich hier so Oberteile sehe, weil ich Kleidung sehe, die ich so noch nicht kenne. Und weil ich mir immer denke, in der City-Life-Welt, da ja, hast du denn oft auch die Situation, dass irgendwelche Oberteile, irgendwelche Farbkombinationen irgendwie tausendmal verwendet werden. Und da das hier wirklich nicht der Fall ist und hier irgendwie so ein bisschen Vielfalt mit ins Spiel gekommen ist, finde ich es ganz cool. Ich mag den Luftballon, ich mag dieses Schild, finde den Hintergrund einfach süß. Also den Hintergrund des Geburtstags und weiß nicht, ich finde die Figuren wirklich putzig. Also die sind echt goldig und ist ja auch kein großes Set, von daher würde ich sagen, so als Mitnehmset ist das eine ganz coole Sache und daher, also ich bin schon ein bisschen Fan auch und habe auch ganz kurz so, als ich die Artikel rausgesucht habe, sogar überlegt, ob ich es also in die Goldkategorie packe und dann dachte ich mir dann aber, nee, komm, mach mal nicht. Ja, Sabrina, hast du kurz über Gold nachgedacht? Ich glaube, weil du es gerade ja schon gesagt hast, eher nicht. Nee, also Gold kam für mich überhaupt nicht in Frage. Leo hat das eigentlich auch schon sehr begründet. Als ich das gesehen habe, war mein erster Impuls, oh Gott, das ist ein bisschen traurig. Da ist ein bisschen Mhm. wenig los. Gar nicht mal wegen der Anzahl der Gäste. Also ich finde, man kann auch einen sehr coolen Geburtstag mit zwei Freunden oder zwei Freundinnen oder Familienmitgliedern verbringen. Das ist schon in Mhm. Ordnung. Aber die Dosen, die hat man sehr schnell einmal umgeworfen. Der Kuchen, der ist auch recht schnell aufgefuttert und dann ist die Party vorbei. Mhm. Also für Ja, mich stimmt. Gut. dürfte da Mhm. einfach ein bisschen mehr Aktion dabei sein, die irgendwie, ja, die da Ja, passiert einfach. Die Figurenlast, da gebe ich dir total recht. Ich finde die auch ganz putzig, wobei die für mich, also ich wüsste jetzt nicht, welches Alter die Figuren darstellen sollen oder welcher Geburtstag. Also der Luftballon und dieses Partyschild, das lässt auf einen Kindergeburtstag schließen, aber ganz rechts mhm. die Figuren, die sieht für mich so ein bisschen nach Teenie aus. Da bin ich ein bisschen unschlüssig. Und ich glaube, der Mhm. große Bruder, der feiert mit seiner kleinen Schwester den Geburtstag nicht zu dritt. Aber gut, Ja, mag vielleicht auch sein, weiß ich jetzt nicht. Für mich ist genau einfach auch ein bisschen zu wenig los für einen Geburtstag. Das darf ruhig schon ein bisschen okay. größer zelebriert werden oder einfach mit ein bisschen mehr was zum Machen, also ein bisschen mehr Aktion. Bisschen mehr Aktivität, genau. Ja, Ja, ich dachte genau. mir irgendwie auch, also dieser Punkt, der hat mich gar nicht gestört, weil ich mir so dachte, ja, okay, ist halt so ein Mitnehmset, ne? Ist ein kleines Set. Aber dann kannst du natürlich auf der anderen Seite auch sagen, ja, okay, aber mach doch kein kleines Mitnehmset irgendwie als Geburtstagsset, weil dann wirst du ja automatisch dann Dinge nicht mit inkludieren können, die da irgendwie schon dabei sein sollten. Also ich gebe euch da ein bisschen recht, obwohl ich mit meiner Position Silber, das ist ja meistens so in diesem Spielformat, dass du dann, wenn du die Argumentation der anderen gehört hast, schon über deine Position nachdenkst, aber es hat jetzt gar nichts mit mir gemacht. Also ich bin mit der Silberposition eigentlich ganz zufrieden. Mehr als zufrieden bin ich auch mit dem nächsten Set, das jetzt kommt. Und zwar ist das aus der Reihe, aus der neuen Reihe, muss man sagen, Magic Unicorns. Sabrina, wir haben die schon in den Shorts auf YouTube besprochen. Mhm. Ist das die Produktnummer 71841 und ich überlege hier wirklich gerade, nachdem ich die Artikelbezeichnung genannt habe. Das ist nämlich Sammeleinhorn, Himmelsrose mit Fee. Ich überlege wirklich ganz kurz, ob das schon mein Joker ist, weil ich ein Riesenfan dieses Sets bin. Ich finde es richtig, richtig geil, hat mit Magic Unicorn so viel gar nichts zu tun, aber ich will hier noch gar nicht zu sehr in die Beschreibung gehen. Ich pack's auf jeden Fall auf Gold schon mal. Sabrina, wie sieht's bei dir aus?
Also für Gold reicht es bei mir leider nicht, aber es ist auf jeden Fall Platz Silber. Also bin ich dran. Ja, Ja, ich dachte, da kommt noch irgendwas. So, na, ich das hat. auch. Ja, weil ich die Stimme so gehoben habe, ich weiß. Aber ich Ja, darf ja noch Stimmt. nicht. Ich dachte, da kommt ein Aber. Stimmt. ja, Okay. wirklich. Gut. Boah, ihr setzt das jetzt so hoch, das ist überhaupt gar nicht mein Fall. Ich setze das auf Seepferdchen. Ja, perfekt. Okay. Ist ja legitim. Darum geht's ja Ja, hier. ja. Aber nee. Seepferdchen, okay. Also ich Mhm. sag mal ganz kurz, ich habe wie gesagt mit dem Set einfach gar nichts zu tun. Also mit der ganzen Spielwelt so. Also ich habe noch nie Berührungspunkte mit irgendwie Einhörnern gehabt, mit irgendwelchen Feen oder irgendwie Märchenwelten und so. Und ich finde es wirklich perfekt. Ich finde die Gestaltung so gut. Ich finde es komplett schlüssig. Und obwohl ich gar nichts mit diesem ganzen Thema zu tun habe und auch bestimmt nie zu tun haben werde, aber trotzdem großer Fan von dieser Magic Unicorns Reihe bin, hau ich hier meinen Joker direkt raus, glaube ich. Weil ich habe mir die anderen Artikel gerade nochmal angeguckt, parallel. Ich finde das Set so perfekt. Ich finde die Figur, diese schwarze Fee, du kannst sie nicht besser machen. Ich liebe dieses Set und deswegen ist es auf jeden Fall, also muss ja Gold sein dann. Das wäre ganz gut. Sonst wäre die Auswahl einfach zu schlecht, wenn dein Joker hier auf Silber kommt. Aber ich finde alles daran gut und bin mal gespannt, was ihr sagt. Sabrina, willst du fortfahren? Ja, sehr gerne. Also ich gebe dir recht, das Set ist wirklich gut gemacht, die Figuren sind gut gemacht. Ich mag auch die Farben. Für mich ist das ein wirklich schönes, süßes Zusammenspiel und ich mag Fantasy, ich mag Märchen. Hm. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie oft ich den Film Das letzte Einhorn gesehen habe und ich schwöre, es ist auch noch gar nicht so lange her, als es das letzte Mal war, Ja. Hm. weil ich das wirklich, wirklich schön finde und ich wünschte, wir hätten sowas in Real. Ich möchte gerne mal so ein Einhorn reiten. Das wäre echt Ja, cool. Aber gut, ich schweife ab. okay. Hier ist auch nicht so viel los. Aber hier stört es mich überhaupt nicht, dass hier gar nicht so viel zu sehen und zu entdecken ist, weil ich Hm. finde, dass man alleine, dass es so ein Fantasiebild ist und uns das ja auch ganz viel an Fantasie und Märchen erinnert, deshalb schon super viel Hm. offen lässt und ganz viel Spielraum für Gedanken und Interpretation lässt. Also deswegen bringt Ja. es irgendwie nicht viel mit und irgendwie doch und deshalb ja bei mir auf Platz Silber. Ja. Boah, mir gefällt das Einhorn, also erstmal die positiven Sachen, halt das Pferd oder das Einhorn ist cool gemacht, halt von Mhm. den Farben her finde ich das echt cool. Mhm. Und es war das positive, die Das ist ja nicht positiven schlimm, Dinge ja. vom Set. Na, mir Mhm. gefällt die Figur nicht von der Kleidung her. Ja. Dann, keine Ahnung, was das sein soll. Was ist das, was am Einhorn oben ist? Das ist, Ja, das ist eine gute Frage, ne? Genau, da müsste man jetzt nochmal thematisch ein bisschen tiefer ins Thema gehen. Das machen wir heute nicht. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob wir das heute nicht machen, weil es den Rahmen sprengen würde oder weil wir es nicht beantworten können. Die Antwort könnt ihr euch dann vielleicht auch ein bisschen denken. Nee, wir reden nochmal ein bisschen ausführlicher in diesem Podcast auch über die Spielwelt Magic Unicorns. Also das wird noch ein bisschen intensiver thematisiert und dann machen wir das dazu ein bisschen genauer. Aber wenn du sagst, okay, damit kann ich gar nichts anfangen, ja, vor allem, weil ich dann halt ist das nicht ja kein weiß, was Thema. es ist und keine Ahnung, Ja, schaut halt ja, komisch aus. Ja, und es ist einfach zu wenig dabei, finde ich. ja. Und es wäre auch langweilig, wenn wir alle sagen würden, nee, wir haben das Set alle auf der 2, wir haben das Set alle auf der 3, weißt du, also das ist ja dann auch witzlos, dann Ja, voll. müsst du das Format ja gar nicht machen, genau. Wie bei Aber uns okay, die dann letzte Folge bei den Fitzgeralds, wo alles fast gleich war. Auf der gleichen stimmt, Ding. genau. Okay, dann habt ihr beide noch euren Joker, ich habe meinen nicht mehr. So, wir gehen mal weiter. Und zwar geht's in die Funstars-Reihe. Die Funstars sind auch neu bei Playmobil. Die sind neu rausgekommen. Die werden wir hier in dem Podcast auch nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen und euch auch nochmal erzählen, was es da für coole Sachen gibt. Da gibt es nämlich zum Beispiel das rasende Piratenboot noch oder es gibt den rasenden Space Jet und die rasende Banane gibt's. Es gibt die rasende Pizza und so weiter. Darum geht es heute aber nicht, denn heute geht es um die rasende Eistüte mit der Produktnummer 71718. Ich weiß nicht, wer zuerst bewerten will. Freiwillige vor. Ja, dann beginne ich gleich, wenn Mhm. man das sagt. Ich
muss, glaube ich, sagen, das ist mein erstes Nicht-Schwimmer-Set. Nur negative Sachen fast bis jetzt. Nee, Hm? ich kann mit dem Set auch echt wenig anfangen. Ich Okay. mag generell die Reihe irgendwie nicht. Ich finde das irgendwie komisch. So Hm? formuliere ich es mal so. Ja. Okay. Sabrina, willst du oder soll ich? Ja, ach, ich mach. Also für mich ganz klar Platz Gold. Hier überlege ich auch, meinen Joker zu setzen. Ja, Geil. Ja, komplett gegenteilig. ich habe es auch überlegt. Ich habe auch überlegt, wer meinen Joker bekommt. Da gibt es noch ein Set, was ich auch noch richtig, richtig cool finde. Oder eigentlich noch 2 oder 3 vielleicht sogar. Also wir haben dieses Jahr, muss ich ja mal ganz kurz sagen, wir haben die Neuheiten hier schon öfter besprochen in dem Podcast. Und in diesem Jahr hast du wirklich, gerade hier im Heft 2 hast du so viele geile Sachen dabei. Sabrina, wir haben da noch 10 Artikel für die nächste Folge, die auch perfekt sind, muss man sagen. Da sind richtig geile Sachen dabei. Und ich finde auch unsere Auswahl, die wir hier haben, die finde ich ganz cool, auch wenn Leo jetzt zum zweiten Mal sagt, das ist eher nicht so mein Set, aber ist ja durchaus legitim. Also es wird ja immer irgendwelche Artikel geben, die man gar nicht mag. Und ich habe hier wirklich auch überlegt, ob das mein Joker ist, weil ich finde, okay, nee, ich bewerte auch, ich gehe zu viel in die Beschreibung rein. Ich gehe erstmal auf Gold und dann, ja, Leo, kannst du noch mal, oder wenn du denkst, du hast schon alles gesagt, dann kann Sabrina einmal hier fortfahren. Ja, dann, ich finde halt, die Farben sprechen mich halt nicht an. Hm? Ich finde es halt alles ein bisschen zu grell oder halt zu bunt, finde ich. Hm? Und ich weiß generell nicht, die ganze Serie, was es halt soll mit den Autos irgendwie. Ja, 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 ja. Okay, ich mach mal direkt weiter. Leo, bis jetzt warst du mir sympathisch. Jetzt fange ich an, dich nicht mehr zu verstehen. Spaß. Also mich spricht das total an. Ich finde die Farben toll. Ich mag, dass es bunt ist. Es wirkt sommerlich. Hm. Also das holt mich hier aus diesem verregneten Tag total raus. Ja, Ich liebe Eis. Ey, und so eine fahrende Eistüte. Also ich habe schon direkt geil. Visionen im Kopf, was so mein Hm. nächstes Zukunftsprojekt sein würde. Ich sehe mich hier Weißt du. schon mit so einer rasenden Eistüte durch die Stadt düsen. Hm. das will ich sehen. Ja, ich schicke dir Fotos. Ich mag das Fähnchen. Ich mag die Eistüten. Ich meine, come on, es gibt eine Reservehalterung für eine zweite Eistüte. Also du hast entspannt Zeit, die erste aufzuschlecken und hast noch eine zweite dabei. Nice. Hm. Und die Figur mit den Zöpfchen, ich mag auch die Haarfarbe. Ich finde, wie das Auto aufgebaut ist mit diesen breiten, bulligen Reifen hinten dran und vorne. Ich bin mir nicht Ja. ganz sicher, was dieser Kristallstab vorne ist, den man da rausschießen kann, aber ich finde es trotzdem cool. Hm. Falls einer bei Grün nicht fährt, kann man ihn wegschießen. Gute Idee, gute Idee. Ja. Ist sonst nichts für STVO, aber genau dafür ist man dann mit diesem Set hier gewappnet. Ja, ich weiß gar nicht, muss ich Playmobil an die STVO halten? Nee, aber die grüne Ampel hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert, deswegen dachte ich, wäre die Parallele da schon ein bisschen vorhanden. Ja. Ich finde, also erstmal ich habe auch wirklich ein bisschen drüber nachgedacht, als diese Fun-Stars auf den Markt gekommen sind. Die wurden ja, glaube ich, schon bei der Spielwarenmesse in Nürnberg im Januar vorgestellt. Und da wusste ich jetzt nicht so richtig, was ich davon halten soll. Und dann ist mir aber eingefallen, es gab früher, habe ich mit meinem Bruder einfach ewig gespielt. Mein Bruder Sabrina, der in deiner Klasse oder Parallelklasse war, ich weiß gar nicht. Ne, Parallelklasse. Okay. Ähm, und wir haben damals ein Spiel gespielt, das hieß, ich glaube, Vigilante 8 oder so. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Vigilante 8 oder wie auch immer. Da hat man mit Autos andere Autos abgeschossen. Also das waren so Autos, die schießen konnten. Das klingt ein bisschen dumm jetzt, aber als Kind war es natürlich ein Riesenhit. Und ich habe diese Kanone gar nicht verstanden in dieser Spielwelt Funstars und fand das dann, weil ich mich zurückerinnert habe, irgendwie auch ganz witzig. Also irgendwie finde ich das schon süß und ich finde die Gestaltung originell, dass eine Eistüte quasi fährt und da gibt es ja halt noch dann diese rasende Pizza und was es alles gibt und da muss man sich, glaube ich, ein bisschen drauf einlassen. Also muss man nicht, man kann auch direkt sagen, das ist gar nicht mein Set, das ist ja komplett okay. Also ist gar nicht schlimm. Aber ich finde das schon sehr, sehr gut gemacht und mir gefällt es wirklich gut. Und also alles, was du gesagt hast, Sabrina, unterstreiche ich zu 100%. Ich finde das wirklich sehr, sehr geil einfach.
Ich habe die Fenster so als die Serie das erste Mal jetzt gesehen. Also ich kannte es davor Mhm. gar nicht. Ich habe mir den Katalog überhaupt nicht mal angeschaut, eigentlich dieses Mal. Das ist, glaube ich, der erste Okay, Katalog, okay. den ich mir nicht angeschaut habe. Ja. Ja, und mein erster Eindruck war das halt so. Ja klar, ist ja, wie gesagt, ist ja auch kein Ding. Also Ja, es ja, wird ja auch Sets voll. geben, die ich einfach nicht so gut finde oder bei denen Sabrina sagt, weit weiß ich, keine Ahnung, das ist ja gar nichts hier. Ich würde am liebsten die 6. Kategorie erfinden dafür. Aber, aber das ist ja, ist okay. Also von daher, wenn es dir nicht gefällt, dann wäre es ja einfach Quatsch zu sagen, nö, ich finde das ganz gut. Doch, ich finde, das könntest du schon mal machen. Stimmt. Da hättest du ruhig ein bisschen, ja, Ich Anpassung muss ist ja mich das Stichwort. anpassen, ja. Genau, genau. Wir gehen zum 5. Set, wenn ich richtig gezählt habe. Das ist die Produktnummer 72022 und zwar das Duell am Heldentower aus der neuen Heroes-Serie. Sabrina, willst du anfangen oder soll ich mal anfangen? Und fang gerne mal an, Lars. Mhm. Okay. Aber ich habe gehofft, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe wirklich im Vorfeld versucht, mir nicht so viele Gedanken zu machen, wo ich es hinpacke. Also ich weiß nicht, ich kann damit jetzt gar nicht so viel anfangen, obwohl da schon witzige Elemente dabei sind. Ich schwanke zwischen 3 und 4. Also besser wird es auf keinen Fall. Und ich gucke mal noch mal rauf. Ja, ja, tut mir leid. Es ist, glaube ich, Seepferdchen. Aber Seepferdchen ist ja auch süß. Es ist nicht der letzte Platz. Nee, genau. Sieger der Herzen. Ja, genau. Das sagen sie am Ende immer. Genau, genau. Ja, Leo, möchtest du weitermachen oder soll ich? Ja, mache ich gleich weiter. Hm? Äh, Ich bin da eigentlich ziemlich ähnlich wie beim Lars, nur dass ich es auf Bronze setze. Ja, Ja. Okay, also langsam sammelst du wieder Pluspunkte. Ich bin auch bei Bronze. so, so einfach und so schnell geht's hier. So schnell geht das. 10 Minuten vorbei und schon ist wieder alles vergessen. Das Ja. ist gar kein Thema hier. Ja. Also ich find's farblich okay und ich weiß nicht, was man hätte anders machen sollen, um mein Herz hier zu erobern in dieser Spielserie. Ich bin generell nicht so ein großer Fan dieser Spielserie, glaube ich bisher. Ich werde mir das noch ein bisschen detaillierter angucken und vielleicht, Leo, können wir das hier in der Folge nochmal separat alles besprechen, was da so auf den Markt gekommen ist. Da gibt es Ja. nämlich ein paar coole Sachen und ein Set aus dieser Spielserie haben wir auch noch mitgebracht. Und boah, da habe ich echt, da schlägt mein Herz wirklich ein bisschen höher. Aber zu dem Set weiter, ich finde es okay. Ich bereue gerade ein bisschen, dass ich nicht auf Bronze gepackt habe, weil es ein fairerer Platz wäre, glaube ich. Aber an sich, ja, die Figuren sind okay, die finde ich ganz witzig. Ich finde halt diese Hausfront, die ist mir zu lieblos. Diese Hausecke da, also das ist mir ein bisschen zu dünn alles. Deswegen einfach nur der 4. Platz. Ja, dann mache ich gleich weiter. Ich habe eh auch überlegt, ob ich es nicht auch auf 4 packe, weil es ist einfach zu wenig dabei und es ist, wie du Ja, eh gesagt hast, lieblos. Auch wirklich nur 2 Figuren und auch im Haus einfach fast gar keine Sachen drinnen. gar Außer nichts, der genau. Hebekran, wo auch nichts drinnen ist, der eigentlich überhaupt nichts bringt, der Hebekran. Aber Stimmt. na gut, ja, sonst gibt es da nicht so viel zu sagen. Ja, vielleicht hat Sabrina ja ein bisschen mehr. Also ich würde auf jeden Fall schon mal anknüpfen an dem, was ihr gesagt habt. Mir fehlt so ein bisschen, ähm, also so ein bisschen die Fähigkeiten der Helden auch. Also Mhm. ich sehe, dass diese lilane Figur irgendwas aus den Händen schießen kann oder irgendwas mit den Händen machen kann. Ich weiß aber nicht so richtig, sind das jetzt Eiskristalle oder soll das irgendwas anderes darstellen? Das gleiche auch bei der anderen Figur. Also ich suchte ja gerade so ein bisschen die Marvel-Filme durch und Mhm. wenn ich das so sehe, dann ist das ein bisschen enttäuschend, weil das so gar nicht das widerspiegelt, was wir so zu Helden oder zum Thema Helden im Kopf haben. Also mir geht es zumindest Ja, so. ja. Ich gebe Leo recht, dieser Kran, das erschließt sich mir nicht. Was hat das damit auf sich? Ist das irgendeine Rettungsaktion? Aber da ist ja nichts im Mhm. Käfig und die Figuren berühren den ja auch nicht. Daher ist das für mich auch nicht so erklärbar. Und das Haus hätten sie schon auch ein bisschen mehr nach einem Angriff gestalten können oder, naja,
dass da irgendwie so ein bisschen mehr los ist. Also da bin ich schon bei euch. Ja. Weil ich aber gerade eben beim Thema Helden bin und da so ein bisschen auch in dieser Reihe gerade drin stecke und ich die Filme an sich eigentlich total cool finde, ist vielleicht jetzt auch gar nicht sinnig, das jetzt mit dem Playmobil-Set hier zu verbinden, aber das ist einfach meine Assoziation. Reicht das für mir, reicht das für mich? Ich brauche einen Sprachhelden. Auf jeden Fall noch auf Platz Bronze. Einfach, weil ich es schön finde, dass sie so eine Thematik auch mit aufgreifen. Das ist cool, ja. Ja. Wäre natürlich noch besser für dich, wenn hier noch ein Logopäde mit im Set gewesen wäre. Spaß. Vielleicht können wir das bei Playmobil ja mal anmerken. Genau, wird noch nachgeliefert im nächsten Jahr mit der gleichen Produktnummer, aber noch ein Logopäde dabei. Genau. Kannst denen gerne meine Adresse geben. Ja. Okay, das sind, glaube ich, also die heißen, glaube ich, Krona und Blazetail. Krona versus Blazetail, so heißen die Leute hier. Also die haben alle Namen. Was das genauer ist, werden wir auf jeden Fall im Laufe dieses Halbjahres noch klären. Wir werden da nochmal in die Heroes reingehen und dann nochmal die Charaktere vorstellen, glaube ich. Das können wir nochmal direkt machen, Leo, wenn du dann Lust hast. voll. Und ansonsten, das ist cool. Ansonsten fällt mir jetzt hierzu gar nicht mehr so viel ein. Ich habe einmal nur ganz kurz nachgeguckt, ob die irgendwie einen Namen haben und tatsächlich den haben die mitbekommen. Ob das gut ist oder schlecht ist, können wir auch dann in der Folge nochmal besprechen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Es gibt nämlich mit der Produktnummer 71887 das Duopack Mädchen mit Pony. Ich fange mal nicht an mit der Bewertung, sondern Sabrina, willst du anfangen? Ja, gerne. Ich bin hin und her gerissen. Ich nehme Silber. Leo? Ja, bei mir das kommt gleiche. Auch Silber. Ja. Ich nehme sofort Gold. Ich habe überlegt, ob das Set mein Joker ist. Und dann kommt noch ein Set, bei dem ich überlegt habe, ob das mein Joker ist. Aber hier dachte ich auch sofort Joker. Ich liebe dieses Set, wie gesagt, Gold. Und weil ich nicht zu viel erzählen will und gar nicht dran bin, Sabrina, sag mal, warum es Silber ist und was für Gold vielleicht auch fehlt. Ja, also Silber ist es einfach, also der Bezug zu Pferden. Ich finde es schön, dass auch diese Thematik hier mit aufgenommen wird. Ich mag das mit dem Apfel, ne? Das Pferd wird nochmal gefüttert, das hat irgendwie so einen liebevollen Umgang zwischen den beiden Figuren mit dem süßen Reiterhelm, so in diesem Roséton. Und man sieht es schon an der Kleidung, die die Figur anhat, dass es irgendwie auch ums Thema Reiten geht. Was ich aber besonders schön finde, ist, dass das Pferd keinen Sattel auf hat. Und auch die Art des Halfters mag ich sehr gern. Also das ist eben nicht, also die Reiter unter uns, die werden das ja kennen, dass es nicht so aus dem Maul kommt mit der Metallstange, sondern dass es eben so ein pferdefreundlicheres Halfter ist. Genau, ist kein Gebissstück dabei, ne? Genau. Ja, genau. Also Gebiss oder, ne, sagt man. Genau. Ja. Also bist du auch Reiterin oder wie? Ja, das rausgehört? also ich bin eine Zeit lang sehr viel intensiver geritten, jetzt aktuell nicht, aber ich bin gerade wieder dran. Genau, also ich kann zumindest reiten und ich habe auch Reiten im Western-Stil gelernt und nicht Englisch reiten, Ja, Sehr weil ich cool, das ja. einfach für die Pferde auch sehr viel schöner finde. ja, Ähm, das ist wie bei meiner Mutter, die hat auch 2 Pferde. Ach, wirklich? Ja, Ja, stark. Ich finde, wir sollten mal eine Podcast-Folge direkt persönlich in Österreich aufnehmen. Deine Mama wohnt die da bei dir in der Nähe? Du Fuchs. Lars, wir verreisen beide. Reiterferien. Genau. 2 Wochen. Nee, wir müssen ein paar Podcast-Folgen aufnehmen, Leo. Wir wollten schon so 2 Wochen bleiben. ja natürlich. Genau. Ich habe Platz im Zimmer. Sehr cool. gut. Ich würde vielleicht nur noch ganz kurz sagen, warum es nicht für Gold gereicht hat. Das war nämlich mein Struggle, also Gold oder Silber. Ich glaube, Gold wäre es für mich gewesen, wenn das Pferd irgendwie noch so eine Art ein Blümchen vielleicht irgendwie mit dabei gehabt hätte oder vielleicht einen geflochtenen Schweif oder so. Ich finde, das sieht auch immer so schön aus. Ja. Genau, aber das, das ist nur eine Mini-Tendenz, was zum Gold vielleicht gefehlt hat. Okay, dann sage ich ganz fix, also ich liebe Pferde. Wie gesagt, ich hatte ja auch ganz lange eins. Von daher habe ich da auch einen Pferdebezug.
Und ja, ich finde das Set wirklich geil. Die Reiterin, also das Mädchen sieht perfekt gekleidet aus. Da finde ich die Farben sehr, sehr stimmig. Dass sich die Farbe der Kleidung oder ein Teil der Farbe der Kleidung am Halfter wiederfindet oder oder im Halfter, Präpositionen sind ja alles, wiederfindet, find ich sehr, sehr cool. Ich finde es sehr gut gelöst. Ist eine süße Szene, ist wie gesagt nicht viel dabei. Der Apfel ist dabei, was einfach sehr, sehr viel ausmacht schon. So kleine Details sind ja dann manchmal dann vielleicht doch wichtiger als irgendwelche großen Sachen, die dabei sind. Also finde ich cool. Mir gefällt hier alles. Also deswegen habe ich auch im Vorfeld überlegt, ob es Gold plus Joker ist oder nur Gold. Aber ich finde, das geht schon in Ordnung. Ich sehe gerade in Anbetracht der Zeit, wir sind jetzt, glaube ich, beim 6. Set, wenn das sein kann. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen sputen. Genau, das war das 6. Set. Na, okay, dann geht's. Okay, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Set aus dem Bereich My Life. Das ist Also, die Produktnummer 71. Ja? Leo sagt jetzt gar nichts mehr dazu. Na, Ach ich so, wollte nichts tut mehr mir dazu leid. sagen eigentlich. Es war alles gesagt. Es passt schon perfekt. Ich hätte schon was gesagt. Okay, okay. Ja, ich dachte, Leo hat schon bewertet. Nein, Ach, sorry, ich habe wirklich nicht aufgepasst. Tut mir leid. nein, kein Stress. Okay, okay. Wir gehen mal weiter zum nächsten Set, zu 71907. Das ist die kleine Surfschule wieder aus dem MyLife-Bereich, wieder mit der DLRG-Kooperation. Soll ich direkt nochmal anfangen? Ja, mach doch. Ich weiß noch nicht, wo ich es hinpacke, deswegen ist es eigentlich nicht so günstig, aber ich finde das Set gut und überlege gerade, ob Silber oder Bronze und denke mir so, weiß ich nicht. Was dauert zu lang auch? Ja, ich gehe mal auf Bronze. Leo, magst du? Okay. Ja, gerne. Ähm, Ich finde das halt richtig cool, weil Mhm. und für mich ist es eigentlich schon Gold. Oh, cool, okay. Okay, ihr seid ja Ja. crazy. Also Tendenz Seepferdchen oder Magst du Nichtschwimmer? keine Neoprenanzüge oder was? Was? Ähm, bei mir ist es das erste Set auf dem Seepferdchen. Ah, Ja. okay. Okay. Willst du gleich erzählen, warum? Das kann ich gerne machen. Es spricht mich einfach nicht an. Ich finde diese Mhm. rosa übertriebenen Wangen auf der blonden Figur, also finde ich furchtbar. Das sieht ganz gruselig aus. Also wie ein kleiner Clown, der sich Oh, irgendwie verschminkt hat. mir sind die gar nicht aufgefallen. Ja, stimmt. Boah, die hatte ich gar nicht gesehen, aber Leo muss jetzt mit seiner Position leben. Ja, stimmt. Die andere Figur, das ist für mich so eine Mischung aus, ich weiß nicht, so Ägypter-Pharao auf Ski und Surf. Und Hm? also für mich ist das eine ganz wilde Mischung, die nicht zusammenpasst. Also Ja. wahrscheinlich passt es zusammen, einfach nur für mich nicht. Ich, ich mag es nicht. Ich finde die Farben furchtbar. Also das Einzige, was ich schön finde, sind die Surfbretter. Die sprechen mich farblich auch an. Und die Ja. Strandbadtasche, also die finde ich natürlich auch gut. Und deswegen ist es auch nicht Platz 5 geworden, sondern immer noch Seepferdchen. Mhm. Das ist ja solide. Ja, finde ich. Dann mache ich ganz kurz meinen Case hier für Position Bronze. Also ich finde es okay. Ich habe kurz überlegt, ob ich ein bisschen höher gehe, weil ich die Gestaltung erst ein bisschen wild fand, aber trotzdem originell. Also es sind Sachen, die kennt man noch nicht so. Und dann würde ich sagen, hat sich Playmobil hier ein bisschen was getraut. Also gerade die Kleidung der Frau finde ich ganz, ganz witzig und auch dieser Neoprenanzug des Mannes sieht natürlich ein bisschen aus wie Borat mit Hosenbeinen. Okay, ist ein bisschen, bisschen weit hergeholt. Aber, aber sonst, die grüne Brille finde ich ganz cool. Ist das ein Haarband oder irgendwie so ein Schweiß? Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich denke mal ein Haarband. Das finde ich schon okay, aber sonst, ja, also ich müsste wirklich schon eigentlich überlegen, ob es Bronze ist oder Seepferdchen. Aber Bronze ist, glaube ich, eine gute Position. Also finde ich okay. Und Leo, jetzt kannst du losfeuern und sagen, warum das ein richtiges Topset ist. Jetzt werde ich nicht ausgelassen. ähm, also ich finde die Surfbretter richtig cool, auch weil die gab es halt auch noch nicht in der Farbe, vor allem das Ja. Pink oder was das ist. Und dieses Holz, halt auf diesem Holzbrett, das Surfbrett draufsteckt, das fand ich auch irgendwie eine coole Idee. Die Figuren Mhm. sind nicht so gut,
aber die gab es, glaube ich, auch noch nicht so in den Farben, mit Nee, den würde ich auch sagen. Anzügen, mit den Neoprenanzügen. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal positiv Ja, und klar, Hexe ja. Crown. Okay. Nee, finde ich cool. Ich finde die Anzüge wirklich ganz, ganz cool. Und dieses Holzbrett ist natürlich hier ein absolutes Highlight. Und wenn ich gerade von absoluten Highlights spreche, dann kommen wir zur nächsten Hero-Figur, die wir mitgebracht haben, mit der Produktnummer 71834. Das ist die Flügelheldin, bei der ich auch ganz lange überlegt habe, ob ich sie als Joker verwende. Ich sag schon mal Gold. Und Leo, was denkst du? Ist auch eine sehr coole Figur. Für mich ist es Silber. Okay. Da schließe ich mich an, Leo, und lege auch aufs Silber. Entweder haben wir die gleiche Meinung oder komplett eine andere. Ja, wirklich, ne? Stimmt. 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 Also ich sage ganz kurz, ich finde es wirklich perfekt. Das ist somit meine absolute Lieblingseinzelfigur, würde ich sagen, aus diesem Jahr. Obwohl, ich muss ganz kurz Magic Unicorns, die Fee, die wir gerade hatten, die finde ich noch ein bisschen besser. Obwohl es wirklich auch schon eng ist. Also ich finde die einfach gut gestaltet. Mir gefällt das Motiv, mir gefällt der Hintergrund, mir gefällt die Umsetzung mit diesen Flügeln dabei. Das soll ein Adlerkopf sein, glaube ich, ne? Ja, Ja. Denke ich mal, erinnert mich so ein bisschen immer, es gab früher in dem Lieblingsferienpark, in dem ich Anfang Oktober wieder bin, wo ich in meiner Kindheit wirklich dauernd war, da gab es immer so amerikanische Flaggen auch, oder weil der ganze Ferienpark so ein bisschen auf Western so getrimmt ist, muss man sagen. Also sehr, sehr viel Western-Stil, sieht sehr, sehr cool aus. Die haben so eine Hauptstraße, so eine Main Street und das alles so im Western-Stil halt. Und da findest du halt auch amerikanische Flaggen. Und dann gab es halt früher auch so als Kind so amerikanische Flaggen mit so einem Adlerkopf drauf und also sehr, sehr amerikanisch halt. Und es hat mich sofort daran erinnert. Also deswegen finde ich es sensationell. Ja, soll ich gleich weitermachen? Ja. Jo. Das rote Set ist echt cool. Die Flügel finde ich richtig cool. Und der Helm und die Arme und den Wurfding und das Wurfding finde ich auch Ja, voll ja. cool. Aber das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist das Gewand. Ich weiß nicht. Es macht irgendwie schon Sinn, weil es halt irgendwie ein Adler ausschaut, aber mich. Ja, ich mag es nicht so. Okay, Deswegen nicht Gold. okay. also ich finde, hier bei der Figur sieht man einfach, dass sehr viel Arbeit reingesteckt wurde. Ich finde die sehr detailreich, also auch mit den Federn. Das ist so, also schon akkurat ausgearbeitet und auch die Details auf dem Helm, die, also diese Adlerhand, so würde ich das jetzt interpretieren. Auch, dass sich die Farben überall wiederfinden. So dieses Federgewand um den Hals herum, an den Beinen, an dem Oberteil. Also ich finde, das ist schon richtig stark, auf Premium. jeden Fall. Und ich hätte es, glaube ich, sogar auch höher platziert. Ich habe aber 2 Sets auf Silber, die auf gar keinen Fall darunter sind. Also hätte ich diese Flügelheldin eigentlich noch auf Bronze setzen müssen, damit es im Vergleich, aber das wird der Figur dann wieder nicht gerecht und Ja. deshalb ist es auf Platz Silber und das ist aber auch gut so. Aber das ist eine wirklich sehr schön und gut gemachte Figur, Heldin. Ich mag das auch von den Farben her. Ja. Ja. Dann geht's in unser 9. Set. Und zwar ist das die 71905. Ich weiß nicht, es ist einfach ein Klassiker. Wir hatten das irgendwann in der Folge 4, glaube ich, schon mal, 4 oder 5. Da meinte Philipp auch sofort, das ist ein Klassiker. Und hier würde ich sagen, ist halt ein Klassiker und ist halt ziemlich gut gemacht. Bananenboot-Tour, ich würde sagen, mehr geht nicht. Sabrina, was sagst du? Hast du das schon platziert jetzt? Ja, ich würde sagen Gold. Gold, okay. Ich platziere das Bananenboot auf Bronze. Dann bin ich bei Silber. Okay. Bronze, Silber und Gold. Stark. Habe ich nie gewollt. Das ist stark. Ja. Na dann, verrat uns doch mal. Ja, ich finde es halt perfekt. Also ich finde es halt gut. Es ist ein typisches Sommermotiv. Es ist natürlich eine Aktivität, die man im Sommer gerne mal macht, die man irgendwo schon mal gesehen hat bei Leuten, die,
die Delfine in der Nähe haben oder natürlich dann im Urlaub sind. Also das finde ich schon ganz cool. Mir gefallen die Figuren sehr, sehr gut. Diese Schwimmwesten sind sehr gut gestaltet. Der Jetski geht klar, der geht voll in Ordnung. Und ich finde es halt sommerlich und damit auch, weil ich den Sommer liebe und diese Umsetzung hier, diese Gestaltung, diese Details, auch wenn man auf die Banane achtet. Also ich finde, da kannst du nicht viel mehr machen. Da magst du auch recht haben, Lars. Also was will man da am Ende auch noch mehr dazu machen? Also es ist an alles gedacht. Die Banane ist erkennbar als Banane. Die Figuren haben alle Schwimmwesten an. Ich glaube, das ist eine Familie, oder? Also es sieht zumindest so aus, als wenn die so alle irgendwie zusammengehören und mit dem Kindchen vorne dran. Der Jetski-Fahrer, der sieht ja mal obercool aus mit seiner Sonnenbrille. Wahrscheinlich ist er sogar oberkörperfrei, so wie das aussieht. Also finde ich schon sehr ansprechend. Hätte er die Weste ruhig weglassen können. Ich schweife schon wieder ab, okay. Aber es ist eben auch ein Klassiker. Und ja, ich finde es recht unspektakulär, sagen wir es mal so. Es ist alles dabei, es gibt nicht mehr dazu. Ich wüsste auch nicht, was man jetzt besser machen könnte. Aber es ist für mich trotzdem auf Bronze, weil es einfach auch die anderen nicht toppt. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gut ist, das immer so in den Vergleich zu setzen, aber für Gold reicht es Ja. mir nicht. Vielleicht, wenn die Banane pink wäre oder so, keine Ahnung. Ah, okay. Weil du es gerade gesagt hast, ich habe wirklich parallel überlegt, welches Set ich wohin gesetzt habe. Also ich weiß gar nicht, wie meine Verteilung so ist. Und ich denke jetzt auch nicht weiter darüber nach, weil es mir nicht mehr einfällt. Ich glaube, beim nächsten Mal, bei der nächsten Runde dieses Formates, werde ich das mal aufschreiben. Obwohl es ja eigentlich auch egal ist, weil es sollte ja dann nicht die Bewertung irgendwie beeinflussen. Weißt du, wie ich meine? Aber es wäre natürlich schon cool, wenn ich wüsste, okay, wo bin ich jetzt ungefähr? Was habe ich auf Bronze und was auf Seepferdchen? Weil ich weiß es gerade nicht mehr so ganz. Genau, und ich habe es mitgeschrieben und das führt aber dazu, dass ich dann immer wieder in dem Struggle bin und überlege und vergleiche. Aber eigentlich ist es nicht gut. Eigentlich ist es ja. besser, das nicht aufzuschreiben und Stimmt. das nur zu kategorisieren. Genau. So mache ich es, glaube ich, auch beim nächsten Mal dann vielleicht wieder. Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt, ja. Leo, hast du mitgeschrieben? Nee. Okay, Ja, dann ist das ja ihr ganz seid halt auch gut. die Profis, ne? Ja, na klar. Aber du ja auch in der nächsten Folge, dann spätestens nächste Woche, dann wird das ja bei dir genauso sein. So, 71.877. Wir haben Großartiges mitgebracht. Sage ich erstmal so. Ob ich so finde, verrate ich noch nicht. Ich will euch damit ein bisschen beeinflussen und auf die oberen Plätze damit locken. Es ist die Polizeireiterstaffel. Leo, Bronze, Ja, Silber, Gold. da bin ich bei Silber. Hm? Das ist übrigens hier totaler Einfluss. Du hast ja Seepferdchen und Nichtschwimmer nicht mal benannt. Na klar, das ist Einfluss. Ich hatte nichts anderes vor. Bei mir ist es Seepferdchen. Hm? Bei mir ist es Seepferdchen oder Bronze. Ich bin Bronze. Okay. Leo, erzähl mal, wie es in deiner Bewertung so aussieht. Ja, ich finde es ein sehr cooles Set, weil so die Pferde halt ist eine coole Idee, eine gute Ergänzung zu einer Stadt. Finde ich, die Figuren schauen auch anders aus. Pferde hätten ein bisschen mehr Design abhaben können, aber ja, sonst ist es Hm. eigentlich ein perfektes Set. Ein Silberset. Hm? Okay. Sabrina, Also zum einen stehen die du hast nur Pferde. Seepferdchen gewählt. Ich habe Seepferdchen gewählt, genau. Und habe aber überlegt, ob es nicht sogar auf einen Nichtschwimmer kommt. Das hat aber vielleicht eher so einen moralischen Aspekt. Ja, also ich finde zum einen, finde ich die Pferde fast ein bisschen lieblos. So braun und schwarz und bei dem einen Pferd unterscheidet sich nur die Schweiffarbe sozusagen von der Fellfarbe. Und ich weiß nicht, irgendwie passen für mich die Verhältnisse Figur und Pferd nicht so richtig zusammen. Also das schwarze Pferd wirkt ein bisschen sehr klein. Ist, glaube ich, noch ein Fohlen, auf dem geritten wird. Weiß nicht, ob das ganz so sauber ist. Ich habe da gleich einen riesen Kritikpunkt zu, der, glaube ich, viel zu kleinlich ist für eine Bewertung. Aber da sage ich gleich was dazu. Gut, kleinlich Ich will finde dich gar ich nicht auch, unterbrechen. aber das ist nämlich der moralische Aspekt, den ich meine. Ich finde einfach Pferde für die Polizei ein bisschen schwierig und auch dementsprechend den Einsatz der Pferde bei so Großveranstaltungen, wo es einfach super laut ist, wo alles sehr hektisch ist, wo
ganz viel Potenzial gegeben ist, dass sich die Pferde auch erschrecken und die müssen da ganz schön was durchstehen und da blutet so ein bisschen mein Herz und deswegen kann ich das auf gar keinen Fall höher setzen und naja, ist deswegen eben auf Platz Seepferdchen. Okay, verstehe ich absolut. Ich würde irgendwie da ein bisschen, also geht ja jeder anders ran, aber ich würde da so ein bisschen rangehen mit, ja, okay, die Sachen gibt es ja irgendwie, was nicht unbedingt heißen muss, dass das was Gutes ist. Und dann denke ich mir so, ist das eine Alltagssituation, die irgendwie halbwegs realistisch abgebildet ist? Und ich würde sagen, ist okay, also es gibt es ja wirklich und ich finde es auch nicht gut, dass die eingesetzt werden. Und wenn ich jetzt hier in die Gestaltung reingehe, dann muss ich sagen, das blaue Halfter, der blaue Sattel, diese blauen Scheuklappen damit dran, ich finde, das sieht ganz, ganz furchtbar aus. Natürlich ist das Playmobil, natürlich ist das Spielzeug, natürlich soll das nicht eins zu eins die Realität widerspiegeln, aber hier würde ich schon sagen, das sieht billig aus dann irgendwie. Die dritte Generation der Pferde, die finde ich ganz cool, generell. Finde aber auch, dass die Schulterhöhe der Pferde irgendwie ein bisschen zu gering ist. Also es sieht dann immer ein bisschen komisch aus bei dem linken Pferd, was vielleicht, keine Ahnung, ob das ein Hannoveraner oder so sein soll, was als Polizeipferd ja generell durchgehen würde. Aber also es ist alles viel zu kleinlich. Das sind alles so Punkte, die finde ich ein bisschen überzogen, auch von mir jetzt selber. Aber beim rechten Pferd würde ich wirklich sagen, das sieht aus wie ein Araber. Und Araber sind halt keine Polizeipferde und die, weiß ich nicht, das passt gar nicht irgendwie. Also, weiß ich nicht, das gefällt mir gar nicht, der Punkt. Und dann halt die blauen Sattel, blauer Halfter. Die Uniform ist, glaube ich, okay. Aber ansonsten, ja, auf den ersten Blick, als ich die Artikel rausgesucht habe, dachte ich mir so, finde ich eigentlich ganz cool. Ist eine coole Umsetzung. Und dann bin ich ein bisschen tiefer reingegangen und dachte mir dann auch so, ja, das ist nicht so doll. Aber wie gesagt, da hat ja jeder dann einen anderen Blick drauf und eine andere Bewertung dann auch, ne? Genau, darum geht es am Ende ja Ja. auch. Mhm. Genau. Wie ihr den folgenden Artikel bewertet, bin ich gespannt, denn es gibt Großartiges zu sehen. Ob das für jeden von uns hier großartig ist und für mich dann vielleicht auch, werden wir in den nächsten 5 Minuten klären. Und zwar ist die Westernwelt wieder so ein bisschen mehr vertreten. Die Westernwelt, die, man muss schon fast sagen, nach 1995 so ein bisschen vergessen wurde. Und natürlich kam da 1999 so noch ein paar Sets, aber danach sah es dann eher so ein bisschen dunkel aus. Aber hier haben wir ein Set dabei mit einem Fahrzeug, das wir so vom Grundgerüst ganz gut kennen. Das ist die Postkutsche und zwar die Produktnummer 71862. Wir haben den Postkutschenüberfall mitgebracht im Wilden Westen. Leo, willst du anfangen? Sabrina, willst du anfangen oder soll ich losschießen? Ja, dann starte gleich ich wieder. Ich finde es eigentlich ein echt cooles Set, weil eben lang nicht mehr von Westen rausgekommen ist und das letzte, was Mhm. rausgekommen ist, war Schmutz. So muss man sagen. Muss man so sagen. Ja, ganz perfekt ist es auch nicht, aber für Silber reicht. Mhm. Sabrina, soll ich oder willst du? Mach mal ruhig, Lars. Ich gehe auch auf Silber. Ja, spannend. Ich gehe auch auf Silber. Okay. Leo, warum ist nicht ganz perfekt und warum ist es nur Silber? Ja, die Kutsche an sich finde ich richtig cool. Auch die Farben gefallen mir eigentlich Ja. großteils. Die Pferde auch klassische, eigentlich auch nichts zum Auszusetzen. Mhm. Aber es sind zu wenig Figuren. Also wenn zwei, halt wäre einer noch auf der Postkutsche dabei und ein Genau. Räuber noch, dann wäre es perfekt. Ja, Ja, das war es genau. eigentlich schon, was zum Aussetzen ist. Ich finde den Kutscher richtig cool von der Gestaltung her. Die Figur gefällt mir Mhm. richtig, richtig gut. Mir gefällt der Cowboy, der Räuber auf dem Pferd. Ich finde, das ist perfekt. Die Kleidung gab es so noch nicht und die ist wirklich so gut getroffen, dass es, glaube ich, so für mich in meiner Bewertung schon so mitfallen würde, ob es vielleicht auch die beste Western-Figur ist, die es jemals gab. Also ich finde die richtig, richtig traumhaft. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die Postkutsche finde ich auch sehr gut, muss ich sagen. Hier habe ich einen kleinen Kritikpunkt, weil ich ein bisschen tiefer reingegangen bin, mir das Set natürlich, weil es ein Western-Set ist, ein bisschen intensiver angeguckt habe. Da habe ich gesehen, dass die Sitzfläche da, also dieser Sitzbezug, dieses Polyester oder was auch immer das sein soll, das so in so einem Orangeton und unten die Deichsel und so, das ist so Weinrot. Wie gesagt, das ist auch ein bisschen zu detailliert, also da hätten sie ruhig die gleiche Farbe wählen können. Und was mich am meisten stört ist, was man in den 90ern ganz gut gemacht hat, man hätte hier vielleicht, also ich habe mir hier gelbe Räder gewünscht. Ich weiß, das wäre ein bisschen wild, aber die gab es
halt bei uns auch in den 90ern schon. Und ich glaube, mit gelben Rädern würde die Kutsche ein bisschen besser aussehen. Und dann mein größter Kritikpunkt sind die Pferde. Man hat hier als Kutschpferde natürlich, weil es so ein bisschen in die Kaltblutrichtung vielleicht gehen soll, hat man die Generation der zweiten Pferde genommen. Die gefallen mir gar nicht. Und dann hast du aber dieses Araber-Pferd des Reiters, das so ein bisschen galoppmäßig aussehen soll. Und hier hast du keine Satteltaschen am Pferd, so wie es früher möglich war. Das ist so immer mein größter Kritikpunkt. Also das gefällt mir nicht so gut. Deswegen, also hier hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber ansonsten ist das schon ein sehr, sehr gutes Set. Und deswegen finde ich es, also weiß ich nicht, ist eine Silberkategorie. Sabrina, was gefällt dir gut und was gefällt dir gar nicht? Ich habe gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Wir haben ja alle Silber gewählt, aus ähnlichen Gründen, würde ich sagen. Hm? Genau, ich hätte mir auch einfach gewünscht, dass, ich meine, in der Postkutsche sind ja auch noch Sitzflächen. Wenn da jemand noch drin gesessen hätte, das hätte ich irgendwie auch nochmal ganz nett gefunden. Und Ja, genau. bei den anderen Punkten, die ihr genannt habt, beide, da würde ich euch komplett einmal zustimmen und dem nichts weiter hinzufügen. Ja, es wäre irgendwie cool, wenn da noch so eine Western-Familie mit dabei wäre. Ne? Es gab damals, ich glaube, die 3803, ich glaube, es müsste die Nummer sein, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber 3803, da gab es halt die Western-Kutsche, werde ich im Video einblenden. Da gab es eine Western-Familie mit reingepackt und so hast du dann hier auch ein paar mehr Figuren. Haben die leider verpasst. Ist ein bisschen schade, aber gut, deshalb mussten die ja auch mit unseren Bewertungen hier leben. Zum großen Abschluss haben wir eine weitere neue Spielwelt mitgebracht. Das ist die Animal and Friends Reihe. Da haben wir die 71950, den tierischen Badespaß. Sabrina, möchtest du starten oder soll ich hier einmal loslegen? Ich kann gerne anfangen. Mm, Das, das ist bei mir. Ich muss mir das nochmal ganz kurz angucken. Wir machen es nämlich gerade nochmal ein bisschen groß. Das ist bei mir auf jeden Fall Gold. Mhm. Leo, willst du oder soll ich? Ich mache gerne, weil es ist mein Joker. Oh, stark. Ja, Ich wollte dich gerade komplett. nach deinem Joker fragen. Dann gehe ich auch auf Gold. Okay, wollen wir den Joker starten lassen? Das finde ich ja spannend. Ja, genau, Ja, der Joker kann anfangen. gerne. Ja, ich finde diese ganze Spielereihe, die sie rausgebracht haben, weil da habe ich das jetzt schon Mhm. gesehen, die finde ich irgendwie alle extremst witzig und auch echt cool gemacht. Und Mhm. auch da, das Hippo oder das Nilpferd ist richtig süß und die anderen Ja. Tiere auch. Ich finde es einfach echt cool gemacht. Die Figur selber ist nicht so gut, aber kann man verkraften. Mhm. Sabrina, was sagst du? Ich finde das total hip. Ich finde, da gibt es so viel zu entdecken. Das zaubert mir direkt ein Lächeln ins Gesicht, weil das ist sommerlich. Also, das schreit ja nach Mhm. Spaß. Ich habe gerade mal geguckt, vielleicht bilde ich mir das ein. Aber der Wasserhahn, der sieht für mich irgendwie wie ein Tierkopf aus. Ich habe erst gedacht, eine Maus. Dann dachte ich irgendwie vielleicht auch so ein Kuhkopf. Vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich finde es irgendwie total süß. Ich sehe überall Tiere. Stimmt, ja. Das Nilpferd in der Badewanne und dann ist es auch noch rosa. Wie cute ist das denn? Ja. Dieser kleine Ja, Otter da an der Tube. Ich finde die Figur total hip. Ich finde das richtig Mhm. stark. Also das ist ja total trendy, so bauchfrei und die Hose auf der Hüfte. Das ist so ein bisschen wie früher Baggy-Style. Tragen ja heute auch alle. Mhm. Die Strümpfe bis zu den Knie. Ja. Also stark, einfach stark. Ich habe meinen Joker ja schon vergeben, aber das wäre definitiv das Set, das alternativ mein Joker bekommen hätte. Ja. Ja. Ich kann gar nicht mehr so viel hinzufügen. Auf jeden Fall ist es ein Goldset für mich. Ich finde es auch süß. Das Nilpferd alleine macht schon ziemlich perfekt. Dann dieser Hintergrund mit der Idee des tierischen Badespaßes. Also finde ich schon sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt haben wir alle unsere Joker. Sehr, sehr cool. Die Joker werden dann, wie gesagt, in dem Spielformat Joker auch mit einfließen. Ich werde hier nochmal eine Übersicht zu allen Platzierungen von uns machen. Also könnt ihr euch hier im Hintergrund natürlich auch diese Platzierung von uns angucken. Ihr könnt sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, welche Platzierung und welcher Joker euch am besten gefallen hat. Also wer hat die Sache von uns hier am besten gemacht. Der YouTube-Link ist hier auch der Artikelbeschreibung beigefügt, sodass ihr da direkt raufgehen könnt.
Leo, Sabrina, vielen lieben Dank für die Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ja, auch. Ja, voll. Sehr, sehr gerne. Sabrina, wir haben in der nächsten Folge auf jeden Fall auch noch ein paar Sets aus der Spielreihe Animal and Friends. Da sind ein paar coole Sachen dabei, so viel können wir, glaube ich, schon mal erzählen. Und dann würde ich sagen, bleibt fröhlich, bleibt gesund, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, und bis zur nächsten Folge. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Ciao. Ciao.